Ja, hallo zusammen und willkommen bei Skipper 360. Heute haben wir ganz was Besonderes vor. Wir werden euch das Manöver eindampfen in die verkehrte Heckleine oder auch die außenliegende Achterleine nochmal erklären. Aber das Wichtigste heute ist, dieses Manöver kann man auch sehr, sehr gut einsetzen, um aus brenzligen Situationen rauszukommen. Vielleicht hat der eine oder die andere das noch gar nicht so gesehen, dass dieses Manöver auch für solche Zwecke verwendet werden kann. Da haben wir heute ein paar Sachen vorbereitet. Wir haben Filme, da haben wir in YouTube ein paar Videos gefunden und auch selber bei unseren Trainings passieren oft Dinge, wo man zum Beispiel in den Lee-Moorings der Boote landet und dann quasi vom Wind dorthin gedrückt wird und nicht mehr weiß, wie ich dort wegkomme. Naja, mit externer Hilfe, mit einem Schlauchboot geht das meistens immer, aber das ist natürlich ein Riesenaufwand. Und wir haben auch so ein Manöver vorbereitet und werden dieses Manöver dann im Simulator nachstellen, damit ihr auch nachvollziehen könnt, was genau gemacht wird. Leider haben wir bei unserem Missgeschick im Bunat keine Videos, aber ich habe ähnliche Videos gefunden im Internet, mit denen wir das Ganze dann analysieren können. Also viel Spaß mit den Videos und wir gehen gleich einmal in die Situation. Also ich zeige euch einmal hier die Ausgangssituation, damit ihr seht, wie es passiert ist. Die Ausgangssituation schaut so aus. Ich werde mich da ein bisschen verstecken, damit ihr mehr seht. Also ihr seht, wir haben hier Winde, die vom Süden kommen. Also wir haben da einen schwachen oder mittelschwachen Jugo gehabt. Wenn man hier auf der Lehseite mit dem Boot zu langsam fährt oder stehen bleibt, kann es durchaus passieren, dass das Boot sehr schnell da hier in die Moorings treibt. Schauen wir uns einmal die Situation an. Wir haben hier einen Katamaran. Man sieht diese Mooring, die geht hier vorne vorbei. Also da ist keine Gefahr, die in die Schraube zu bekommen. Aber mit eigener Kraft hier wegzukommen, man sieht hier auch die Böen, wenn das Boot hierher gedrückt wird, das ist gar nicht so einfach. Und da seht ihr vielleicht schon, das werden wir dann im Simulator noch nachstellen, das ist jetzt da oben die verkehrte Heckleine. Verkehrt deswegen, weil sie eben an der äußeren Klampe montiert wird und nicht hier an der inneren Klampe. Und die geht von der äußeren Klampe hier auf die Klampe eines Katamarans in dem Fall. Und da haben wir die Ausgangssituation, wie wir versucht haben, hier aus dieser Situation rauszukommen. Schauen wir uns das nächste Bild an. Ja, im nächsten Bild sehen wir, da sind wir schon fast fertig mit den Vorbereitungen und das Manöver kann dann auch ganz langsam stattfinden. Ganz wichtig, das ist der Tipp für euch. Wenn ihr in eine solche Situation kommt, das seht ihr dann vielleicht auch in einem Video später, ganz, ganz wichtig, hier keine Gasstöße, da ist das Motto Low Speed is Low Damage. Das heißt, wir liegen einigermaßen sicher. Es schaut zwar nicht schön aus, die Moorings gehen hier zum Beispiel auch nicht gefährlich unter das Boot. Und wenn man hier Kugelfender dagegen hält, dann liegt man eigentlich relativ sicher. Ja? Wenn man hier jetzt mit Gasstößen versucht rauszukommen, dann macht man die Situation nur schlimmer. Also, jetzt schauen wir uns das Ganze auch einmal an in einem Video, was ich vorbereitet habe. Und das Video soll jetzt nicht dazu dienen, zu sagen, wie schlecht der oder die das gemacht hat. Wir von Bluetooth verwenden Videos immer nur zur Analyse, weil ihr dürft es nicht vergessen, es kann sehr, sehr schnell gehen, dass ihr auch selber, auch wenn ihr erfahren seid, plötzlich in einer solchen Situation seid. Schauen wir uns jetzt einmal dieses Video an. Und bei diesem Video sehe ich im Grunde, dass hier Wind, ich schätze so circa 10 bis 15 Knoten, auch hier von dieser Richtung, also die ähnliche Situation. Und ihr werdet sehen, hier sind wir zu langsam unterwegs. Wenn man so langsam fährt, dann hat das Boot erstens sehr, sehr viel Angriffskraft vom Wind und das Boot hat wenig Lateralwiderstand. Der Lateralplan, das zeige ich dann noch in einem späteren Video. Wenn ich mit dem Boot etwas schneller unterwegs bin, dann habe ich auch einen sehr stabilen Lateralwiderstand, der mir natürlich gegen diese Abdrift entgegenwirkt. Dann schauen wir mal, das geht sehr schnell, das Boot wird abgestoppt und man sieht hier schon, wie schnell der Wind hier eingreift und das Boot hier den Weg nach Lee antritt. Ja, also man sieht, der Bug kommt zuerst, weil der Wind hier natürlich angegriffen hat. Und man ist dann relativ schnell in einer Situation, wo man vielleicht nach Lee kommt. Jetzt spiele ich einmal ein bisschen vor.
Ja, da hat die Skipperin das gerade noch korrigiert. Aber hier sieht man, das Boot wird abgestoppt und man kann sich jetzt schon überlegen, wenn das Boot steht, es greift der Wind hier an und die Situation schaut dann eben so aus wie in unserem Training, wo uns das passiert ist. Das Boot wird jetzt hier auf diese Moorings drauftreiben. Ja, und auch hier Empfehlung, wenn ich einmal in so einer Situation bin, keine Gasstöße, weil dann habe ich die Mooring gefangen, dann komme ich in den Kontakt von anderen Schiffen und so weiter. Jetzt gehen wir da mal ein bisschen weiter und ihr seht, da haben wir jetzt die ähnliche Situation. Das Boot liegt eigentlich ganz gut, das meine ich jetzt nicht ironisch, aber das Boot liegt hier an den Moorings. Wenn ich jetzt das Gas auf neutral gebe und da ein bisschen einhalte, dann habe ich einmal im Grunde keine größeren Schäden zu erwarten. Wenn ich natürlich hier mit dem Motor anfange, Gas vorwärts, Gas rückwärts und das in, sagen wir mal, 50-60% Powerstößen, dann kann sehr schnell was passieren. Ja? Und wie wir aus dieser Situation herauskommen, das werden wir jetzt mit dem Simulator einmal durchprobieren. Dann würde ich sagen, wir steigen einmal in den Simulator ein. Ich starte das Ganze einmal und werde die Situation einmal erklären. Also, wie ihr seht, ich habe das jetzt so aufgebaut, dass wir hier auch die Boote mit den Moorings haben. Die Situation so ähnlich wie bei uns am Missgeschick. Das heißt, wir liegen hier in Lee auf den Moorings drauf. Wind haben wir hier von der Seite, sagen wir 8 bis 10 Knoten. Und jetzt seht ihr schon die Idee hinter der ganzen Sache. Das heißt, wir haben hier eine Leine. Das ist eben die verkehrte Heckleine und diese verkehrte Heckleine wird jetzt außen an der Klampe zu einer Klampe am Schiff. Man könnte das aber auch durch die Mooringleine, durch die dicke Mooringleine unten durch und wieder zurückgeben. Hätte vielleicht den Vorteil, dass man nicht auf das Nachbarschiff klettern muss und dort nicht fragen muss, ob man die Klampe verwenden darf. Das ist ja immer ein bisschen tricky. Und hier könnte man einfach unter der dicken Mooring die Leine durchgeben und dann ganz sachte das Manöver machen. Warum ich hier mit der Leine etwas nach außen gegangen bin, hat folgenden Grund. Wenn diese Leine jetzt zum Beispiel hier gehen würde, dann würde das Boot zu Beginn natürlich noch weiter nach Lee kommen, bis der Effekt der verkehrten Heckleine startet. Man kann das aber hier im Simulator gerne ausprobieren, wenn man hier auch einen Kugelfender hat und vielleicht auch nicht einen Anker eines anderen Schiffes, dann kann man durchaus auch die Klampe verwenden, so wie wir das in unserem Fall getan haben. Und jetzt schauen wir uns das Ganze einmal an. Wir haben hier auch abgefendert. Im Simulator sieht man jetzt natürlich nicht, dass man da vielleicht Leute aufgestellt hätten, Crewmitglieder, die dann auch mit Kugelfender hier schauen, dass da nichts passiert. Und jetzt wisst ihr schon vielleicht, die Idee ist jetzt natürlich, ich lenke zuerst ein bisschen nach Steuerbord und durch den Anströmen-Effekt wissen wir ja, dass das Heck hier rausgedrückt wird. Das ist ja genau das, was wir haben wollen. Das heißt, das Boot würde sich hier wegbewegen von den Moorings. Und das schauen wir uns jetzt einmal an. Also, wir steuern einmal nach Steuerbord. Jetzt schalten wir den Wind ein, also wir werden da nur mal zur Visualisierung so 6-7 Knoten einstellen. Man sieht, das Boot geht her, jetzt leicht Gas und hier sieht man die Leinenspannung. Das heißt, wir haben das jetzt so eingestellt, dass ich auch den Druck auf dieser Leine in der roten Farbe sehe. Je mehr rot, desto stärker ist die Spannung auf der Leine. Das heißt, wenn ich hier unter anderem Moorings gehe, würde ich hier mit der Spannung ganz vorsichtig umgehen, dass man diese Boote da nicht herausreißt. Aber was sehe ich? Jetzt beginnt der Effekt. Das Heck wird hier quasi nach Backbord gedrückt. Und hier passe ich ein bisschen auf und wie aus Zauberhand bewegt sich das Boot jetzt wirklich nach außen und auch gegen den Wind. Das geht ungefähr bis 15 Knoten oder so. Ja, 14, 15 Knoten je nach Gas. Und jetzt seht ihr, jetzt habe ich einmal nach Backbord gelenkt, damit ich hier mit dem Heck ein bisschen von dieser Mooring wegkomme. Vielleicht jetzt zum Thema Mooring. Was euch sicher aufgefallen ist, ist diese Mooring hier. Die passt uns natürlich überhaupt nicht. Diese Mooring würde ich per Nachfragen hier am Boot einfach fallen lassen. Wenn das Boot jetzt eine zweite Mooring hat, so wie da,
kann man hier diese Mooring fallen lassen. Was auch noch geht, ist, wenn nur eine Mooring da ist, dass der Skipper, der wirklich Wind auf die Schnauze hat, einfach kurzerhand in die Heckleinen reinfährt, die Mooring überhaupt so lockert, dass sie unterm Schiff durchgeht, das Boot stabilisiert ist, dann haben wir hier das Problem mit der Mooring nicht. War nur ein kleiner Ausflug. Schauen wir uns das Ganze weiter an. Jetzt lenke ich wieder nach Steuerbord. Man sieht, das Heck geht jetzt hierher, jetzt wieder ein bisschen Backbord und so kann ich das Heck nur mit dem Ruder so steuern, dass es hier zwischen diese Moorings quasi manövrieren kann und nicht über die Moorings drüber fährt. Das Schöne ist, ich sollte eigentlich das Boot relativ gerade stellen, damit ich nicht hier beim Wegfahren wieder die Moorings erwische. Vor allem bei Doppelruderanlagen wäre das gefährlich. Das heißt, mit nur einer Leine schaffe ich es jetzt mit Rudereinschlag, das Boot, und ihr seht, wir haben jetzt nicht sehr viel Gas. Jetzt würde ich die Leine lösen, einen kurzen Impuls vorwärts. Wir wissen ja, Drehmoment ins Boot. Jetzt lassen wir das Boot nur treiben und so würde ich aus dieser Situation herauskommen. Das war auch genau die Rettungsaktion, die wir bei unserem Manöver im Bunat gemacht haben, aber vor lauter Aufregung haben wir da leider nicht so viele Fotos und auch keinen Film, werden wir vielleicht einmal nachliefern, wenn das wieder einmal passiert. So, schauen wir uns das Ganze jetzt noch einmal mit der Klampe an. Ich habe da ein bisschen umgestellt. Wir sehen, dieser Katamaran war so freundlich, der hat die Moorings weggetan, ist jetzt in den Heckleinen, da haben wir zwar keine Leinen, aber der wäre jetzt stabil in den Heckleinen, damit wir da bei Kiel und Schraube frei sind. Und wir haben jetzt hier die verkehrte Heckleine hier an die Klampe eines Schiffes gegeben und wir werden sehen, das verhält sich jetzt ein bisschen so, wie ich schon gesagt habe. Das heißt, solange Schiff und Leine nicht in einer Linie ist, wird das Boot hier drehen und das Heck kommt hier ein bisschen dazu, aber auch das kann man mit Abhalten und Fender ganz gut tarieren. Ich lenke nach Steuerbord, gebe ein bisschen Gas, das heißt Leinenspannung ganz langsam erzeugen, auch die Farbe in Rot gibt die Leinenspannung an. Ihr seht, da ist wenig Spannung drauf und das Schiff beginnt jetzt, so wie ich gesagt habe, zu drehen. Ja, das heißt, ich komme da ein bisschen her zum Katamaran und erst wenn das Schiff in Linie dieser verkehrten Heckleine ist, kann ich das Gas verstärken und jetzt werdet ihr sehen, hier der grüne Pfeil heißt, da drückt das Heck her, jetzt habe ich die verkehrte Heckleine, Schiff in einer Linie und jetzt bewegt sich das Ganze weg vom Katamaran. Das war der Grund, warum ich vorher mit dieser Leine hier etwas nach vorne gegangen bin, dass ich die Annäherung ein bisschen kleiner mache und jetzt machen wir auch hier wieder ein bisschen weniger Gas. Jetzt sehe ich hier zum Beispiel, das Heck geht hier von der Mooring weg. Jetzt kann ich überhaupt das Gas wegnehmen, kurz nach Steuerbord einschlagen, Leine los. Jetzt gebe ich einen Impuls, circa 2 Sekunden und auf neutral und das Boot dreht dann quasi hier in die Boxengasse. So, der zweite Tipp, den wir für euch haben mit der verkehrten Heckleine, ist vielleicht noch wichtiger, weil ihr aus einer Box, gerade bei viel Seitenwind, auch mit der verkehrten Heckleine ganz gut rauskommt, wenn die normale Prozedur Rudern nach Luft und Gas nicht mehr funktioniert. Wir schauen uns das einmal im Simulator an und dann habe ich auch ein Live-Video dazu. Öffne einmal zuerst den Simulator und jetzt schauen wir einmal die Situation an. Wir sind ja in der Box drinnen und jetzt geben wir mal, sagen wir Wind, Seitenwind ca. 26, das ist schon ganz anständig. Ja? Und was ich sofort sehe bei 26, wenn ich jetzt Gas gebe und nach Luft, so wie man es eigentlich gewöhnt ist oder so wie wir es gelernt haben, ihr seht auch hier die Rotanzeige. Je mehr Rot, desto mehr Spannung, je mehr Druck habe ich in der Leine. Und wenn ich hier zum Beispiel jetzt auf Stufe 3 gehe beim Gas, dann sehe ich zwei Dinge. Erstens, das Heck wird hierher gedrückt, was gefährlich nahe zum Bier kommt. Zweitens, mit dieser Kraft können wir das Boot bei 26, also mit der Kraft des Motors, können wir das Boot hier nicht weiter nach Luft bringen. Und ihr seht, es geht sehr viel Energie in diese Luftleine. Warum geht so viel Energie in die Luftleine? Ihr seht, dass durch diesen Wasserstrom, Anströmung des Ruderblattes, das Heck hier nach Steuerbord gedrückt wird und gar nicht wenig. Das heißt, das Heck zieht hier an dieser Heckleine und nur indirekt entsteht jetzt die Drehung nach Luft. Deswegen wird sehr viel der Energie hier in der Leine verbraten.
Und jetzt schaut, was ich mache. Ich ändere hier am Gas gar nichts. Ich lege das Ruder einfach um, in dem Fall nach Lee, und fahre die Lehleine, und ihr werdet sehen, mit der gleichen Motorleistung. Die Leine ist jetzt orange, also hat nicht so viel Druck, und mit der gleichen Motorleistung bekomme ich das Boot ganz super hier in die Mitte und kann das Boot hier stabilisieren. Mit der Heckleine könnte ich das Boot wieder abstoppen, und jetzt dann hätte ich das Boot stabil in der Box und könnte rausfahren. Ja? Vielleicht noch einmal der Unterschied. Wenn ich nach Luft lenke, seht ihr gleiche Motorleistung, wie viel Energie in die Leine geht. Dadurch, dass die Energie hier verbraten wird, habe ich hier nicht den gewünschten Effekt, als wenn ich das Ruder zum Beispiel jetzt umlege. Und wenn ich das Ruder umlege, seht ihr sofort gleiche Motorleistung. Die Leine bekommt nicht so viel Energie ab. Warum? Ist ja ganz logisch. Hier wird quasi, jetzt habe ich kurz gestoppt, hier wird quasi das Heck in die Leine hineingedrückt, ja, während bei der anderen Methode, wenn ich hier auf Luft gehe, wird das Heck von der Leine weggedrückt, und dadurch haben wir so viel Energieverlust. Also das auch vielleicht ein Tipp. Zwei Vorteile, wenn ich in der Box starken Seitenwind habe und ich die verkehrte Heckleine nütze, weil verkehrt deswegen, ich lenke nach Lee, und vom Prinzip ist es ganz gleich, wie wir es vorher gesehen haben, wie wir von diesen Leebooten der Moorings weggekommen sind, dass das Boot hier dann nach Luft geht, indirekt, ja, mit weniger Energieverlust. Und hier wichtig ist nur, dass ich die Lehleine viere und dann im Grunde das Boot fixiere. Das Boot kann jetzt genauso stehen bleiben, und bei den gleichen Windverhältnissen ist das einfacher. Wie versprochen gibt es zu dieser Animation oder zur Simulation jetzt auch das Video. Das haben wir mit einer 360-Grad-Kamera gefilmt, und da sehen wir genau den Effekt. Da haben wir eine XB-Yacht, und die XB-Yacht hat einen Rennpropeller drauf, und mit dem Rennpropeller haben wir natürlich nicht so viel Kraft in Luft. Da haben wir 15 Knoten Seitenwind gehabt, und wir sehen jetzt, dass wir, wenn wir dann nach vorne schauen, dass wir hier vom Wind, der kommt hier von links, die Bora kommt immer da hier von den Bergen. Wir werden auf diesen Katamaran gedrückt, und der Julian probiert jetzt über die Luftleine, und da sind wir mit der Motorleistung nicht weggekommen. Jetzt starte ich das Video wieder. Wir werden sehen, er wird das Ruder jetzt umlegen. Ruder nach Lee. Die Linda hat hinten die Lehleine geviert, und jetzt werden wir sehen, was passiert. Ganz vorne kommt der Bug ein bisschen dazu. Aber wir sehen sehr schnell mit der gleichen Motorleistung, wie wir uns jetzt vom Cut relativ gut absetzen können und auch in die Mitte der Boxengasse kommen, um dann wegzufahren. Ja, wir sehen, wir bleiben mit dem Ruder auf Lee, die Lehleine wird geviert, ja, und jetzt können wir dann schon auch die Mooring und so weiter anbringen, weil das Boot wunderschön in der Mitte ist. Und da sieht man jetzt da wunderschön, wie dieser Effekt uns da in die Mitte gebracht hat.